Wahrheit und Fiktion liegen wir oft nah beieinander. Doch schauen Sie genau hin. In unserer heutigen Geschichte liegt der Unterschied, wie so oft, auf Messers Schneide. Viele Menschen sehen hier das beliebte Remake zu Resident Evil 2. Wir alle kennen die Geschichte von Leon S. Kennedy und Claire Redfield, die versuchen, aus der zombieverseuchten Stadt zu entkommen. Doch wird die Story von einem kleinen italienischen Entwicklerteam erzählt, gibt es wie so oft eine unerwartete Wendung. Ja, Daymare, so ähnlich wie Resident Evil, quasi die clevere Wendung, so wie du es gerade gesagt hast. Aber sag doch mal, woher hat Daymare eigentlich seinen Ursprung? Naja, man muss dazu wissen, dass Invader Studios, früher Invader Games, die waren ganz massiv daran beteiligt, dass das Resident Evil 2 Remake erschienen ist. Es gibt da so ein bisschen Verwirrung, dass sie auch daran beteiligt waren, so war es nicht. Sie haben damals, 2013, ihr eigenes Remake quasi auf den Markt geworfen unter dem Titel Resident Evil 2 Reborn. Und da Capcom, man weiß bisher nicht ganz genau, ob es wegen diesem Remake war oder aus anderen Gründen, selber ihr Resident Evil 2 Remake auf den Markt bringen wollten, haben sie eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass sie damit aufhören müssen, und hat sie aber, um guten Willen zu zeigen, in ihr Hauptquartier nach Osaka eingeladen und das damals mysteriöse, nicht gezeigte Resident Evil 2 Remake gezeigt und haben ihnen auch einige Kontakte zu ehemaligen Resident Evil Experten, die am Design von Code Veronica beteiligt waren, an die Hand gereicht. Aber man muss ganz klar sagen, Capcom hat nichts mit Daymare zu tun und Invader Studios haben nichts mit dem offiziellen Resident Evil 2 Remake zu tun. Jetzt schauen sich beide Spiele doch irgendwie recht ähnlich, ne? Man könnte meinen, es ist das gleiche Spiel, ist es natürlich nicht, so wie du gerade gesagt hast. Deswegen frage ich, worum geht's denn in Daymare? In Daymare spielt man einen von 3 Charakteren, die man auswählen kann. Entweder Leaf, der, ja, man kann schon fast sagen, so ein bisschen Ähnlichkeit mit Hank hat, auch ein Special Force Soldat ist. Oder man spielt Raven, der ein Hubschrauberpilot ist. Oder Samuel, der ist ein Ranger, also auch im Bereich Polizei kann man sagen. Kann man Ranger mit Polizisten gleichsetzen? Ja, das ist, glaube ich, eher so ein also Sheriff halt irgendwie, ne? Genau, ein bisschen zivilerer Polizist. Genau. Einen von diesen 3 Charakteren kann man spielen und aus dessen Sichtweise die Geschichte erleben. Und ja, ganz klassisch ist ein Virus ausgebrochen und man muss diesen Virus holen und gleichzeitig aufdecken, was es mit dieser großen Verschwörung auf sich hat. Ja, also von der Story durchaus Ähnlichkeiten zum Resident Evil Universum. Wie schaut's denn eigentlich mit dem Gameplay aus? Also gibt es da auch Parallelen? Ja, da gibt es eine Menge Parallelen. Also das Spiel generell trägt sich eigentlich durch 2 Elemente. Das eine ist Survival Horror, also ganz klassisches Resident Evil Gameplay. Man muss Rätsel lösen, Items finden, leidet unter Munitionsknappheit, ist in einer abgeschlossenen, abgetrennten Umgebung unterwegs und muss in der halt überleben und durch das Lösen von Rätseln quasi voranschreiten. Und das Ganze wird massiv unterstützt durch Nostalgie. Okay, zum Beispiel? Ja, das fängt schon ziemlich am Anfang an. Man findet einen Brief, der von einem japanischen General geschrieben ist. Der ist ein bisschen mit Sternchen verfremdet, aber da steht ganz eindeutig Shinji Mikami, der ja der Schöpfer der Resident Evil-Reihe ist. Oder man findet einen Stromgenerator, wo man ein Rätsel lösen muss, der ganz klar dem Stromgenerator aus Jurassic Park 1 nachempfunden ist. Man findet später so ein Virushaltergefäß, was auch aus Jurassic Park 1 ist. Man hat ein Rätsel, das aus Code Veronica nachempfunden wurde, wo man einen Gegenstand in eine Kiste einlagern muss. Im Code Veronica waren es Waffen, in Daymare ist es der Virus, der einen hindert, weiterzugehen.
Und ja, das zieht sich komplett durch das Spiel. Man hat natürlich die obligatorischen Schreibmaschinen, die rumstehen. Das Zeichen dieser einen Spezialeinheit sieht ein bisschen aus wie das Logo von OCP aus den Robocop-Filmen. Also man merkt, da bei den Entwicklern waren Leute am Werk, die wahnsinnig viel in diese Nostalgie-Richtung gehen möchten, ihre, man könnte sagen, eigene Kindheit durch das Spiel wieder aufleben lassen wollen und ja, das natürlich auch für uns tun möchten. Also quasi ein Spiel von Fans für Fans. Man merkt, Richtig, die Entwickler richtig. sind selber Fans von Resident Evil, von Jurassic Park, von diesen ganzen Sachen, die auch uns geprägt haben. 80s, 90s, 90s. Man kriegt diesen richtig harten Nostalgie-Flash im Spiel. Und ich habe auch noch mal nachgefragt bei Invader Studios und habe gefragt, habt ihr vielleicht eine Liste mit allen Sachen, die da vorkommen in diese Richtung? Und sie meinten zu mir, es ist so viel, ich würde wahrscheinlich jetzt 5 Minuten da hängen und nur runter erzählen. Da gibt's richtig viel zu entdecken. Ja gut, das klingt alles schon ziemlich geil, aber ich habe dir jetzt ein bisschen beim Spielen über die Schulter geschaut und das sah noch ein bisschen hölzern aus. Ja, das muss man fairerweise auch sagen. Es spielt sich auch sehr hölzern. Man muss bedenken, es ist ein 10-Mann-Entwicklerteam. Es ist ihr erstes Spiel. Es ist ein sehr kleines Studio. Und dementsprechend haben sie auch massive Probleme. Dazu gehören die Gesichtsanimationen, die teilweise... Also man kann es nicht anders sagen, sie sehen schon echt übel und hölzern aus. Sie haben Probleme mit den Hitboxen. Manchmal steuert sich auch ein bisschen hakelig. Die KI ist nicht die beste. Also es leidet schon durchaus an Krankheiten, die man eher aus den Anfang 2000er vielleicht kennt. Also das macht sich schon negativ bemerkbar. Man muss aber dazu auch sagen, dass sie weiterarbeiten. Also es wird auch, wenn das Spiel erscheint, nicht aufgehört daran zu werkeln, sondern es kommen natürlich weitere Updates. Es wird auch an einem DLC gearbeitet und es ist definitiv nicht das fertige Produkt. Man kann sich jetzt nicht erhoffen, dass es ein AAA Survival Horror Spiel wird, aber es wird aus meiner Sicht, wenn man Survival Horror mag und wenn man ein Faible für 90s, 80s hat, ist es definitiv ein Spiel, dem man eine Chance geben kann. Es ist auch eine ganz andere Form von Nostalgie, wenn sich das Spiel, so wie du gerade sagst, spielt wie Anfang der 2000er. Wenn ich mich daran erinnere, da gab es auch eine Menge Spiele, die heutzutage ein bisschen hakelig wirken, aber wo ich sage, boah, das hat aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Es hat trotzdem irgendwo Spaß gemacht, aber man muss sich halt bewusst sein, dass man Abstriche vornehmen muss, wenn man spielt. Und ja, es ist auch kein Vollpreistitel. Ich habe leider noch keinen Preis erhalten. Ich schätze jetzt mal, es wird zwischen 20 und 40 Euro kosten. Ungefähr so wird es sich einpendeln. Und ganz ehrlich, es gibt so wenig grandiose Spiele, die in diese Richtung, also aus dem Bereich Survival Horror sind und aus Europa kommen. Ich bin der Meinung, dass es durchaus wert, dass man die Jungs supporten kann. Ja, man sieht, die Jungs scheinen mit dem Herzen dabei zu sein, sind auch große Nostalgie-Fans der 80er, 90er Jahre. Da lohnt es sich doch, so ein Studio zu unterstützen, weil wenn die dann ein bisschen Kohle haben, wenn sich das Spiel gut verkauft, dann können die was richtig, richtig Krasses nachschieben und das mit der Gesichtsanimation, das kriegen die bis dahin auch auf die Kette. Eben, wobei man muss auch sagen, Gesichtsanimation ist mit das Schwierigste und Teuerste, was man machen kann. Selbst große Studios geben das weiter wieder an andere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Und ja, okay, natürlich sieht es nicht schön aus, aber ich persönlich kann über sowas hinwegschauen. Und du hast es gerade schon angesprochen, das nächste Spiel, sie haben auch schon angedeutet, wie gesagt, es kommt ein DLC und ein zweiter Teil, da sind sie anscheinend auch schon dabei zu konzeptionieren und haben auch aus Fehlern des ersten Teils gelernt. Ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo man sie unterstützen sollte und dann sieht es auch mit dem nächsten Teil ein bisschen besser aus, da bin ich ganz fest überzeugt, als noch beim ersten. Weiß man denn schon, wann der Release von Daymare ist und für welche Systeme es kommt? Ja, es kommt für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der PC-Release soll noch diesen Sommer sein. Ein genaues Datum konnten sie leider noch nicht bekannt geben, aber ich schätze mal innerhalb der nächsten Wochen. Und der Konsolen-Release, also PlayStation 4 und Xbox One, soll noch dieses Jahr sein. Ich schätze mal vor dem Weihnachtsgeschäft werden die beiden Versionen in den Regalen zu finden sein. Ist diese Geschichte wirklich passiert? Ja. Eine ähnliche Begebenheit hat sich 2019 in der Nähe von Rom zugetragen. Konnten Sie heute alle Unterschiede feststellen? Oder hat Sie womöglich die Brille der Nostalgie getäuscht?
Sagen Sie es uns in den Kommentaren. Ihr Andreas Sperling.